Parkside bringt ein neues Fülldraht-Schweißgerät 2025 auf den Markt und dem wollen wir heute natürlich mal so richtig auf den Zahn fühlen. Und allein die Geschichte, wie ich an dieses Schweißgerät gekommen bin, ist wohl mehr als verrückt. Das Fülldrahtschweißen ohne Gas ist ein Verfahren, das zu Recht die letzten Jahre immer und immer beliebter wird. Es ist unglaublich günstig, mit diesen Geräten zu arbeiten und es ist auch unglaublich einfach. Im Prinzip ist es wie das normale Schutzgasschweißen, aber du brauchst keine teure Gasflasche. Wirklich ein schönes Verfahren. Geräte sind sehr günstig. Geräte bieten und liefern immer und immer mehr. Und da kommt Parkside mit so einem Gerät, das ist nicht neu, das ist eine Erweiterung bzw. ein Update und das gucken wir uns natürlich mal ganz genau an. Wie ich an dieses Gerät gekommen bin, ich habe aus Spaß an einem Preisausschreiben auf Instagram teilgenommen und da habe ich das Gerät gewonnen. Also es ist wirklich kein Witz, so eine Geschichte kann man sich nicht ausdenken. Ich habe ungefähr 100 Millionen Aufrufe auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zum Thema Schweißen. Ich habe ungefähr selber 40 Schweißgeräte. Warum ich so viele habe, ist eine ganz andere Geschichte, aber ich gewinne dann noch ein Schweißgerät. Und da habe ich mir gedacht, die neue Version 2025, die kennst du ja noch gar nicht, die probieren wir mal zusammen aus. So ein Gerät kostet immer noch um die 100 Euro, hat 120 Ampere und man kann damit ganz einfach zu Hause schweißen. Und was sich verbessert hat, was sich verändert hat, das probieren wir natürlich zusammen aus. Egal, was man von Parkside hält, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man das Gerät auspackt, das sieht optisch alles andere als verkehrt aus. Es ist relativ sauber und ordentlich verarbeitet. Es fühlt sich nicht billig oder dergleichen an. Man hat hier ein einfaches, kleines, kompaktes Gerät. Es wiegt ca. 4 Kilo. Ich habe hier eine sogenannte Einknopfbedienung. Das heißt, ich habe einen Drehregler. Da stelle ich einfach ein, welche Materialstärke ich verschweißen will und das Gerät schweißt. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger einstellen, das Gerät schweißt immer. Also das Einstellen ist hier wirklich kinderleicht. Ich habe ein Schlauchpaket, das ist 2,30 Meter. Wir gucken uns gleich mal das alte Gerät natürlich auch an. Bei dem Schlauchpaket hat sich der Griff hier verbessert. Das sieht also wirklich optisch auch gut aus. Das alte Schlauchpaket war ein bisschen kürzer. Ich habe dann im Lieferumfang hier eine Drahtrolle. Das ist 0,9 mm Fülldraht, ist eine 450 Gramm Rolle, also keine richtige Kilorolle. Da wird ein bisschen dran gespart. Ich habe eine Bedienungsanleitung. Ich habe ein Massekabel hier mit einer ganz einfachen Masseklemme. Ich habe dann hier eine Drahtbürste und mit der Rückseite kann ich die Schlacke abklopfen. Habe so einen Gesichtsschirm, mit dem ich auch schweißen kann. Also man braucht im Prinzip nur Handschuhe. Ich würde das hier aber eher nicht empfehlen. Das ist wirklich eine sehr einfache Variante. Heutzutage gibt es so günstige Schweißhelme. Da würde ich das eher empfehlen. Ich habe hier ein sehr langes Netzkabel. Das war schon bei dem alten Gerät so. Ist eigentlich nicht nötig. Könnte man eigentlich ein bisschen dran sparen. Aber das ist so im Großen und Ganzen das Gerät und der Lieferumfang. Und mit diesem Lieferumfang könnte man im Prinzip gleich loslegen und schweißen. Ich habe hier seitlich die Klappe, die kann ich ganz einfach öffnen und dann habe ich hier die Aufnahme für den Schweißdraht. Da kann man diese D100 Rollen einbauen. Das sind also handelsübliche Rollen. Alle kleinen Rollen, die man irgendwo kaufen kann, die kann man hier problemlos einbauen. Und dann habe ich hier die Drahtvorschubeinheit. Die Drahtvorschubeinheit ist auch handelsüblich. Das heißt, alle günstigen Fülldrahtschweißgeräte, die man irgendwo so kaufen kann, die haben diesen gleichen Drahtvorschub. Dementsprechend kann man auch überall diese Drahtvorschub-Rollen nachkaufen. Rüsten ist jetzt im Prinzip auch wirklich sehr einfach. Das heißt, einfach den Draht hier einbauen, dann den Draht hier einfädeln, darauf achten, dass man hier die richtige Nut gewählt hat. Man kann das also hier einfach aufschrauben, kann das hier ganz einfach rausnehmen und dann wird der Draht ganz einfach eingefädelt. Also es ist wirklich eine kinderleichte Sache. Hiermit arretiert man das Ganze, hiermit kann man so ein bisschen die Spannung erhöhen. Ich lasse die Spannung immer sehr locker, gucke, wie der Draht gefördert wird. Den Draht fördert man einfach hier mit einem Knopfdruck. Das heißt, es gibt hier keinen extra Knopf, der den Draht irgendwo einfördert. Man drückt hier drauf, dann wird der Draht gefördert und das guckt man sich an, dass das hier wirklich reibungslos läuft. Wenn das vernünftig reibungslos läuft, dann hat man hinterher beim Schweißen auch keine Probleme. Ansonsten kann man hier immer noch mal den Druck so ein bisschen mit diesem Drehregler hier erhöhen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist an dem Gerät besser und anders geworden? Ich muss ganz klar sagen, so der große Wurf ist das nicht. Es sind viele Kleinigkeiten, die an mir hier auffallen, die sich verändert haben.
auffälligste optische Änderung ist das Schlauchpaket. Das ist ein neues Schlauchpaket. Ich habe mal das alte Gerät hergeholt. Da ist so ein standardmäßiges Griffstück. Hier hat man deutlich optisch schöneres Griffstück und das liegt auch besser in der Hand. Also es ist sicherlich eine schöne Änderung. Schlauchpaket habe ich nachgemessen, ist 30 cm länger geworden, ist jetzt 2,30 Meter. Vorher war es genau 2 Meter. Massekabel ist ein bisschen länger geworden. Und was auffällt, wenn man das Gerät anmacht, das hat einen zuckerleisen Lüfter. Das alte Gerät hatte so einen Lüfter, der hat richtig gejault. Also sehr unschön. Das hat sich sicherlich hier verbessert. Wenn man jetzt mein altes Gerät anguckt, dann werden die meisten sagen, um Gottes Willen, was hat sich denn da alles geändert zu dem Gerät? Und das ist natürlich Blödsinn. Ich habe hier selber viel dran rumgebastelt. Dazu gibt es auch alles Videos und jede Änderung hat natürlich irgendwo auch so seinen Sinn. Und das sind auch so die Sachen, die ich mir von einem neuen Parkside-Föderrad-Schweißgerät oder einer optimierten Version wünschen würde. Da ist sicherlich hier noch viel Luft nach oben. Ist aber immer die Frage, ob man nicht nur einfach ein Föderrad-Schweißgerät haben will, ein Drehregler, das Gerät schweißt, oder ob man hier wirklich eine Menge Spielereien, zusätzliche Optionen reinbringen muss. Denn mit so einem Gerät kann man jetzt im Prinzip nur Stahl schweißen, weil es schweißt am Minuspol. Das Gerät hier, da habe ich das einfach so gemacht, dass man das Schlauchpaket umpolen kann. Man kann dann am Pluspol schweißen. Das ergibt die Möglichkeit, dass man hier auch Edelstahl-Föderrad verschweißt, weil der wird am Pluspol verschweißt. Dieser normale Stahl-Föderrad, der wird am Minuspol verschweißt. Zusätzlich kann ich hier mit Elektrode schweißen. Ich hätte die Möglichkeit, mit einer ganz einfachen Funktion sogar Wick zu schweißen. Also gibt es alles kleine Videos zu. Das sind so kleine Veränderungen, die ich über die Zeit vorgenommen habe. Und auch die Gasdüse, das habe ich mal ausgetauscht hier von wegen. Das ist auch so ein bisschen schöner, damit zu arbeiten. Die war in der Anfangsphase, die ist nicht handelsüblich. Die war in der Anfangsphase sehr schwer zu bekommen. Und mittlerweile gibt es die aber bei Lidl, es gibt eBay, es gibt Amazon-Händler, die verkaufen. Also kriegt man mittlerweile. Aber ich finde, wie gesagt, diese herkömmliche Version so ein bisschen schöner. Und darum hatte ich das auch mal rumgerüstet. Ich bin halt ein Spielkalb. Man hat auf so einem YouTube-Kanal halt auch immer viele Anfragen und dann bastle ich da immer mal so ein bisschen rum. Also, wie gesagt, im Großen und Ganzen hat sich hier wirklich sehr, sehr wenig getan, bis auf Schlauchpaket, Massekabel ein bisschen länger und den Lüfter. Jetzt wollen wir damit aber mal schweißen, wollen gucken, ob das Gerät immer wirklich noch so gut schweißt und wie gut sich dieser Föderrad natürlich verschweißen lässt. Richtig begeistert bin ich jetzt von den Schweißeigenschaften. Also es ist wirklich toll und da hat sich das Gerät definitiv verbessert. Und vor allen Dingen der hier mitgelieferte Föderrad, der schweißt wirklich gut. Das ist natürlich nicht so wie die Naht hier, das ist mit Wick geschweißt. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Föderrad raucht stark, Föderrad spritzt stark. Aber wenn man das Ergebnis dann sauber bürstet beim Föderradschweißen, dann sieht das wirklich alles andere als verkehrt aus. Da war ich von den Schweißeigenschaften wirklich sehr angetan. Ich nehme dazu immer einen Winkelschleifer mit einer rotierenden Drahtbürste. Da kriegt man das Ganze am besten weg. Und dann kriegt man hier so eine schöne Naht hin. Also die sieht alles andere als verkehrt aus. Und wenn man nicht absoluter Profi ist, dann muss man hier wirklich lange überlegen, ist das Föderrad oder ist das nicht vielleicht doch eine ganz normale Macknaht, also mit Schutzgas geschweißt. Also das sind schöne Ergebnisse. Und da finde ich vom Bauchgefühl heraus, weil ich kenne das ja mit dem alten Gerät, dass sich das Gerät von den Schweißeigenschaften wirklich verbessert hat. Also da muss man irgendwas an den Programmen, an den Einstellungen geändert haben. Ich habe hier die Einstellungen, ich habe dazu auch mal eine Werkstattkarte erstellt, die habe ich hier ganz einfach verwendet und mit den Werten kann man wirklich super schweißen, aber das Schweißen an sich läuft ein bisschen besser als mit dem Vorgängermodell. Und so habe ich hier auch 2 mm Vierkantrohr mit 2 mm Vierkantrohr verschweißt. Das sieht wirklich auch sehr gut aus. Auch hinterher vernünftig sauber gebürstet. Das ist wirklich eine anständige Nahtqualität und das reicht für den Hobbybereich vollkommen aus. Und jetzt kommt natürlich immer dann die Frage, wie ist es mit Dünnblech für das Schweißen am Kfz zum Beispiel? Ich habe auch extra schon mal ein Lidl Schweiß dein Kfz-Video oder sowas gemacht mit dem Gerät. Das funktioniert wirklich auch. Ich habe hier mal Punkte gemacht und so Stückschweißung, da bin ich dann irgendwann durchgefallen. Das ist schwierig, aber gerade diese Punkte, die im Kfz-Bereich viel genutzt werden,
Das kann man hier durchaus auch mit schweißen. Die habe ich jetzt hier nicht sauber gebürstet, aber das ist problemlos möglich, selbst mit diesem 0,9er Fülldraht. Es gibt aber auch 0,8er Fülldraht, der ist da besser geeignet, oder es gibt sogar 0,6 mm Fülldraht, der ist noch mal ein bisschen besser geeignet für Dünnblech. Und dann kann man so dünneres Material von 0,5, 0,6 mm, das ist jetzt hier glaube ich 0,7er Blech, kann man damit wirklich auch problemlos zumindest punktschweißen. Wenn man das hier überbürstet, das sieht man auch an den Nähten hier, dann hat man da wirklich minimal, dass man mal irgendwo Spritze hat. Also das Fülldraht so viel spritzt und dass man das nicht wegkriegt hinterher, ist Blödsinn. Einfach einen Winkelschleifer mit einer rotierenden Drahtbürste nehmen. Wer jetzt sagt, er möchte auch mit dem Fülldrahtschweißen anfangen. Ich hatte mal eine Anleitung erstellt, die kann man hier unter dem Video runterladen, und mit dieser Anleitung lernt man innerhalb von einer Viertelstunde Fülldrahtschweißen. Das ist wirklich kein Witz. Ich habe das mit einem jungen Mann gemacht, der war 14 Jahre zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video aufgenommen haben, und der hat innerhalb von einer Viertelstunde hat er Fülldrahtschweißen gelernt, erste schöne Ergebnisse erzielt, und das kann ich wirklich nur empfehlen. Gerät verlinke ich hier unter, und ich verlinke noch eine Alternative, ein ME130 Mini. Wer mich kennt, weiß, da habe ich zahlreiche Videos zugemacht. Das ist so eins meiner Lieblingsfülldrahtschweißgeräte. Das hat ähnliche Schweißeigenschaften, das hat aber wirklich ein paar mehr Möglichkeiten. Mit dem Gerät kann man dann auch elektrodisch schweißen und so weiter. Aber an sich muss ich ganz ehrlich sagen, das neue Schlauchpaket, das gefällt mir wirklich sehr gut. Das liegt gut in der Hand, das sieht optisch gut aus. Ansonsten ist das ein sauber verarbeitetes Gerät, und damit sieht man ja auch, dass man hiermit wirklich problemlos richtig gut schweißen kann. Und das für ein 99 € Gerät von dem Discounter. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.